Die verschwindende Chiffre. Die Dunkelheit war sein einziger Verbündeter, doch selbst die Schatten konnten ihn nicht verbergen. Der Regen prasselte auf die dunkle, spärlich beleuchtete Gasse, während Kommissar Adrian Keller durch die Nacht hetzte. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Das Echo seiner Schritte hallte zwischen den kalten Mauern. Er war nicht allein. Jemand oder etwas verfolgte ihn. Vor nur wenigen Stunden hatte er einen anonymen Hinweis erhalten, der ihn zu einer verlassenen Buchhandlung führte. Was er dort fand, veränderte alles. Ein Buch mit Seiten voller Symbole, die sich zu bewegen schienen, wenn er sie ansah. Und jetzt wollte jemand ihn deswegen tot sehen. Adrian erreichte gerade noch rechtzeitig sein Büro und verriegelte die Tür hinter sich. Er schlug das mysteriöse Buch auf und fuhr mit den Fingern über die Tinte, die im Licht seiner Schreibtischlampe zu schimmern schien. Diese Symbole kannte er. Es waren keine zufälligen Zeichen, sie waren Koordinaten. Ohne Zeit zu verlieren, entzifferte er die Nachricht. 24. März, Mitternacht, der Uhrenturm. Adrian griff nach seinem Mantel und machte sich auf den Weg zum Treffpunkt. Die Straßen waren unheimlich leer, nur die flackernden Laternen warfen lange, schwankende Schatten. Als er ankam, wartete eine verhüllte Gestalt bereits auf ihn. Die Luft um sie herum war spürbar kälter. Bevor Adrian sprechen konnte, flüsterte die Gestalt: Die Chiffre ist der Schlüssel. Vertraue niemandem. Dann verschwand sie in der Nacht und hinterließ nur ein einzelnes, zerrissenes Pergamentstück. Entschlossen, die Wahrheit herauszufinden, untersuchte Adrian das Pergament unter seiner Schreibtischlampe. Die Tinte darauf bewegte sich genau wie die Symbole im Buch. Nach stundenlanger, mühsamer Analyse entdeckte er einen weiteren versteckten Hinweis, den Namen einer alten, längst verlassenen unterirdischen Anlage. Er kannte diesen Ort gut. Es war der Standort eines Regierungsprojekts, das vor Jahren unter mysteriösen Umständen eingestellt wurde. Er machte sich sofort auf den Weg, überwand die rostigen Tore und navigierte durch die Dunkelheit. Je weiter er vordrang, desto stärker spürte er eine unnatürliche Präsenz, als würde er in etwas eintreten, das jenseits seines Verständnisses lag. Die Luft knisterte vor statischer Elektrizität und die uralten Lichter der Anlage flackerten auf, als würden sie seine Ankunft spüren. In der Mitte des Raumes stand eine gewaltige Maschine, die mit Energie summte. Sie glich nichts, was er je zuvor gesehen hatte. Kabel erstreckten sich wie Adern, pulsieren mit einem gespenstischen blauen Leuchten. Vorsichtig näherte sich Adrian und bemerkte ein Bedienfeld, dessen Bildschirm mit denselben sich bewegenden Symbolen gefüllt war wie das Buch. In diesem Moment erkannte er die Wahrheit. Die Chiffre war nicht nur ein Code, sie war ein Bauplan für diese Maschine. Eine Maschine, die die Realität selbst manipulieren konnte. Und jemand hatte bereits mit ihrem Bau begonnen. Ein Geräusch hinter ihm ließ ihn herumfahren, die Waffe gezogen. Die verhüllte Gestalt war wieder da, doch diesmal zog sie die Kapuze zurück. Adrian stockte der Atem. Er starrte in sein eigenes Gesicht. Derselbe entschlossene Blick, dieselbe Narbe über der Augenbraue, dieselbe Erkenntnis, die sich zeitgleich auf beiden Gesichtern abzeichnete. »Du hättest es nicht finden sollen«, sagte der andere Adrian mit unheimlicher Ruhe. »Noch nicht.« Die Worte ließen ihm einen Schauer über den Rücken laufen. Es war er selbst. Aber von wann? Von wo? Die Bedeutung dieser Enthüllung traf ihn wie ein Schlag. Die Chiffre hatte mehr getan, als nur die Realität zu manipulieren. Sie hatte seine Vergangenheit neu geschrieben und eine endlose Zeitschleife erschaffen. Er war sowohl der Jäger als auch der Gejagte. Die Maschine hatte nicht nur die Welt um ihn herum verändert. Sie hatte die Zeit selbst zersplittert. Adrians Gedanken rasten. Wenn er die Maschine abschaltete, würde er sich selbst auslöschen? Würde er alles rückgängig machen? Oder spielte er nur eine Rolle in einem endlosen Zyklus, dazu verdammt, diesen Moment immer und immer wieder zu erleben? Es gab keine Zeit zum Zögern. Er bewegte sich auf das Bedienfeld zu, seine Finger schwebten über der Entschlüsselungssequenz. Der andere Adrian hielt ihn nicht auf. Er beobachtete ihn nur, als hätte er dies alles schon einmal gesehen. Vielleicht hatte er das auch. Adrian atmete tief durch und gab den Code ein. Die Maschine brüllte auf, ihre Lichter pulsierten wild, bevor alles in Stille verfiel. Der Raum bebte und verschwand dann in Dunkelheit. Als Adrian die Augen öffnete, war er nicht mehr in der Anlage. Er war zurück in seinem Büro. Das Buch lag vor ihm aufgeschlagen, seine Seiten leer. Ein Klopfen an der Tür ließ ihn erstarren. Langsam drehte er sich um, sein Herz schlug rasend. Durch das milchige Glas sah er eine dunkle Silhouette.
Der Zyklus hatte erneut begonnen.